Ist Nachrichten auf die Millionen Menschen in Deutschland Monat warten und dass sie es laut sagen, sie schauen auf ihren Kontoauszug, sie rechnen im Kopf nach ob dir diesen Monat wieder. Alles reicht und sie hoffen insgeheim, dass irgendwann einmal einer kommt, die sich tatsächlich und nicht nur auf dem Papier gut aussieht. Genau dies Nachricht ist jetzt amtlich. Schwarz auf weiß, MIT-Kabinettsklassenzustimmung des Bundesrats. Am 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in ganz Deutschland 424%. Kein Prognose, kein vorsichtige Schätzung von irgendeinem Wirtschaftsinsti. Sondern ein Saal, der inzwischen fest verankert ist in der Rentenentwicklung Monsum 2026, rund 215 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen dadurch mehr Geld. Und zwar automatisch, und dass sie selbst irgendetwas beantragen. Wenn Sie selbst besiehen oder wenn in Ihrer Familie jemand betroffen ist, dann lohnt es sich, jetzt genau zuzuhören, denn hinter dieser reinen Prozentzahl steckt ein ganzes System, das man verstehen sollte, wirklich zu wissen, was einem zustet. Ich bestätige mich seit vielen Jahren mit genau diesen Themen, mit dem deutschen Rentenrecht, mit den steuerlichen Fallstricken, die sich hinter jeder Rentenpassbessung verbergen, und mit den Fragen, die Rentnerinnen und Rentner mir immer wieder stellen, und ich kann Ihnen sagen, diese Anpassung, die jetzt am 1. Juli wirksam wird, gehört zu den bedeutendsten der letzten Jahre, sie liegt dem, was wir erwartet hatten, sie betrifft ausnahmslos alle gesetzlichen Renten, egal ob Altersrente, Erwerbsminderung oder Witwen und Witwerrente, und sie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Menschen im ruhesten jeden zusätzlichen Euro gut gebrochen nennen, lassen sie uns heute gemeinsam durchgehen, wie es dazu gekommen ist, was das konkret in Euro bedeutet, was sie steuerlich beachten, und worauf sie in den nächsten Wochen ein besonderes Auge haben sollten. Die aktuelle Erhang wirklich einen zu nennen. Workers beim Grundprinzip der deutschen Rentenversicherung ansetzen, das System basiert auf dem sogenannten Generation N-Werk einem Umlageverfahren, bei dem die Beiträge der heute arbeitenden Menschen direkt die Renten der heutigen Rentnerinnen und Rentner finanzieren. Es wird also nicht individual gespart wie bei einem privaten Sparkonto, sondern die Active Generation trägt die latere Generation in der berechtigten Erwartung, dass später die Enche Generation das soll. Zitat, damit dieses Prinzip verbleibt und die Kaufkraft der Renten nicht einfach von der allgemeinen Preis- und Lohnentwicklung abgehängt wird, gibt es die jährliche Rentenpassbessung. Sie erfolgt gesetzlich festgeschrieben immer am 1. Juli 1 jeden Jahres, und sie orientiert sich in erster Linie daran, wie stark die Brutteln und Gelder der Beschäftigten im Vorjahr gestiegen sind, steigend eilen, sollen möglichst auch die Renten steigen, denn nur so bleibt das Verhältnis zwischen dem, was Arbeitnehmer verdienen, und dem, was Rentner erhalten, halbwegs ausgewogen. Doch die rein Lohnentwicklung ist nicht der einzige Faktor in der Formel, in die Berechnung fließen zusätzlich mehrere weitere Stellschrauben ein, die in den vergangenen Jahrzehnten wurden das System stabiler und Generation increase zu machen, da ist zum einen der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor.
Wie sich das Verhältnis zwischen beitraglichen und Rentenempfern entwickelt, also im Grund ein Spiegel des demografischen Wandels, der ist der Beitragssatzverfang, der einbezieht, wenn sich die Beitrag zur Rentenversicherung oder zu den Sozialabgaben wenden, an die es geht einen sogenannten Registerfaktor sowie. Einen Nachholfaktor, die beid historisch gewachsen sind am Ungleichgewichtstaus. Noch gleicherlichen. Das Jahr 2026 kommt noch etwas Entscheidens hinzu, nämlich die sogenannte Haltelinie. Das Rentenniveau, seit dem 1. Januar 2026 gilt ein neues Gesetz, das sogenannte Rentenpaket mit dem die. Bis 2025 befrisst die Haltelinie bei 48% bis zur Rentenpassbessung im Jahr 2031 verlängert wird. Das bedeutet ganz praktisch, die Renten werden so bernet, dass das Rentenniveau, also das Verhältnis der durchschnittlichen Rente zum durchschnittlichen Lohn, nicht unter dies 48% Mark fallen darf. Genau dies Haltelinie ist es, die in diesem Jahr im Augenblick gesorgt hat, dass der Erhang so kräftig ausfällt. Wenn Sie sich fragen, wie anscheinlich hoch dies 424% im Vergleich zu Jahren eigentlich sind, lohnt sich ein kurzer Blick. In manchen Jahren des vergangenen Jahres lag die Rentenpassbessung nur bei 1 bis 2%, in anderen Jahren, in denen Eilen wegen wirtschaftlicher Krisen kaum gestiegen sind, fiel sie noch geringer aus oder blieb sogar ganz aus, erst in den letzten Jahren, in denen Eilen in Deutschland zugelegt haben, sind durch die Rentenanpassungen wieder deutlicher ausgefallen. Die jetzige riet sich damit in ein Phase ein, in der die Lohnentwicklung insgesamt kräftiger verläuft als noch vor einigen Jahren, was sich unmittelbar und mechanisch auf die Rentenformel geht. Denn das ist ja der Sinn des Systems, Renten sollen an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilhaben und nicht von ihr abgekoppelt werden. Wie ist der offizielle Fahrplan bisher? Bestätigung abgelaufen? Am 30. April 2026 hat das Bundeskabinett die Konkretzahl bekannt gegeben, 424%, basierend auf den Daten des Statistischen Bundesamtes und der deutschen Rentenversicherung zur Lohnentwicklung des Vorjahres. Diese Zahl muss anschließend noch das parlamentarische Verfahren durchlaufen, und am 12. Juni 2026 hat der Bundesrat der Rentenwert Bestingmons 2026 zugestimmt, damit wurde der Erhang rechtlich vollständig abgesichert, lang bevor sie am 1. Juli tatsächlich ausgezahlt wird. Alle, die sich fragen, warum das ganz so lang dauert, die Antwort ist simpel, das deutsche Sozialrecht verlangt einen sorgfältigen, mehrstufigen Prozess, damit am Ende kein entsteht, sondern ein nachvollziehbar und rechtssicher Anpassung. Was bedeutet dies für 2% Erhang non-konkreten Zahlen? Der sogenannte aktuelle Rentenwert, also der Betrag, den ein einzelner Entgeltpunkt in der Rentenberechnung wert ist, steht von bisher €4.079 auf €4.252. Dieser Wert ist die Grundlage jede individual Rentenberechnung, denn die der eigenen Rente geht sich aus der Anzahl der das Erwerbsleben gesammelten Entgeltpunkt multipliziert mit diesem aktuellen Rentenwert. Ein sogenannte Standardrente, also der Ontines Menschen, der 45 Jahre lang genau durchschnittlich verdient hat, bedeutet der Erhang ein Plus von rund €7.785 im Monat, beispielsweise ein Bruttorente von €1.0 besitzt, bekommt bei Juli rund €4.240 mehr, die neue Bruttorente liegt dann bei €1.042 und ein wichtiger, oft Punkt sieht die Angleichung der Rentenwert zwischen den alten und den neu anbundelnden vollständig abgeschlossen wird, gilt dieser Erhang bundesinheitlich, es gibt also keinerlei Unterschied mehr, ob jemand in Bayern, in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen oder in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Das Ganze etwas greifbarer zu machen, stellen Sie sich Frau Ursula Meinhardt vor, 73 Jahre alt, aus einer Kleinstadt in Niedersachsen. Frau Meinhardt hat fast 4 Jahrzehnte lang als Krankenschwester gearbeitet, Schichtendient, Nachtdienst, Wochenenden, ein Berufsleben, das körperlich und emotional viel gefördert hat, seit 7 Jahren besitzt sie ein monatlich Bruttorente von rund €1.35. Ihr Mann ist bereits verstorben, sie lebt allein in einer kleinen Wohnung.
Sich am eher an Garten und besagt regelmäßig Enkelkinder, wenn es die Haushaltskäse salst in Denver gangenen Jahren hat auch sehr let, wie Energie und Lebensmittelpreisstücke gestiegen sind, als sie es sich vorstellen nennen und wie ein Teil der Rentenerhöhung der Vorjahr von genau diesen steigenden Kosten wieder aufgefressen wird. Mit der jetzt bestätigten Anhebung am 424% bekommt Frau Meinhardt ab Juli monatlich rund 57 Euros brutto mehr. Das klingt vielleicht nicht nach einem großen Betrag, wenn man es abstrakt hört, aber jemanden, der jeden Monat genau kalkulieren muss, ist das der Unterschied zwischen einem Nappen und einer etwas entspannteren Monatsend. Es ist Geld. Die Heißkästen im Winter. Einer Narsbecker, der nicht komplett von der Kasse wird, oder einfach ein kleines Geschenk kann die Enkelkinder ohne schlechtes Gewissen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der von vielen Rentnerinnen und Rentnern enttäuscht wird, obwohl unmittelbar mit jeder Erhöhung zusammenhängt, nämlich die Besteuerung, denn ein hier Bruttorente bedeutet nicht automatisch, dass am Ende durch entsprechend mehr Netto bleibt. Seit der Reform der Rentenbesteuerung im Jahr 2005 wird die gesetzliche Rente schrittweise als Regelrechteinkommen behandelt, das prinzipiell steuerpflichtig ist, sofern bestimmt freibetrag worden, wie hoch der steuerpflichtige Anteil der eigenen Rente ist, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Beispielsweise erst im Jahr 2026 neu in Rente geht, muss bereits 84% seiner Rente versteuern. Dieser Anteil steht seit dem Jahr 2023 jedes Jahr um 1,5 Prozentpunkt weiter an, bis irgendwann im Jahr 2058 die Volksdeutsch Besteuerung erreicht sein wird, schon länger in Rente ist, hat einen niedrigeren steuerpflichtigen Anteil, der aber ebenfalls im Startjahr festgelegt wird, und hier liegt der entscheidende Mechanismus, den wir nicht kennen, der individual Rentenfreibetrag wird im ersten vollen Jahr des Rentenbasics einmalig als fester Eurobetrag bernat und bleibt dann lebenslangen verndert, egal wie oft die Rente in den Folgejahren erneuert wird. Das bedeutet jede weitere Rentenerhöhung, wie eben dies 424%, fällt komplett in den steuerpflichtigen Teil des Einkommens, der Freibetrag west nicht mit. Neben der Einkommenssteuer geht es nach eins weit Abzugsposition, die wir Rentnerinnen und Rentner bei der Vorfreude. Die Erhöhung liegt nämlich die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, gesetzlich Krankenversichert ist, sollte auch im Ruhestand weiterhin Beiträge auf die Rente, ähnlich wie ein Arbeitnehmer Beiträge auf sein Gehalt zahlt, steht die Bruttorente, steht automatisch auch die Bemessungsgrundlage. Dies Beiträge und ein kleiner Teil der Erhöhung flieht somit direkt in die Kranken- und Pflegeversicherung, BEVA. Die Steuerfrage ins Spiel kommt, das ist kein Grund zur Sorge, es ist ein ganz normaler, systematischer Vorgang, aber es erklärt, warum der Betrag, der am Ende tatsächlich auf dem Konto ankommt, etwas niedriger ausfällt als die rein Brutterhang von 424%, die in den Schlagzeilen genannt wird, wenn sie also ihren Rentenbescheid mit dem Taschenrechner nachrechnen, wundern Sie sich nicht, wenn die Netto-Differenz kleiner ausfällt als der Bruttobetrag, das ist normal und kein Fehler der Rentenversicherung. Die Praxis heißt das mit seinem Gesamteinkommen bisschen ab unterhalb des sogenannten Grundfreibetrags lag, der im Jahr 2026 bei 12,348 Euros. Allenstenhand liegt, nennt durch die Erhöhung jetzt erstmals steuerpflichtig wurden oder einen etwas höheren Betrag ans Finanzamt. Das betrifft besonders diejenigen, die neben ihrer gesetzlichen Rente noch weiter haben, etwa aus einer Betriebsrente, aus Vermietung, aus Kapitalergen oder aus einem kleinen Nebenverdient. Wenn Sie in eine dieser Kategorien fallen, sollten Sie die Erhöhung nicht isoliert betrachten, sondern Ihre gesamtfinanzielle Situation. Das laufende Jahr im Blick behalten, es lohnt sich in solchen Fällen fast immer, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerreferenten zu konsultieren, nicht aus Vorsicht, sondern weil ein Beratung am Ende Bears Geld sparen kann, sei es durch das Ausspannen von Freibeträgen oder durch das rechtzeitig Einplanen möglicher Steuernachzahlungen. Und dieser Stelle möchte ich auch kurz auf ein Thema eingehen, das seit Jahren juristisch diskutiert wird und viele Rentnerinnen und Rentner direkt betrifft, die sogenannte Doppelbesteuerung, die Grundfrage dahinter ist, ob Menschen,
Dieselben Beiträge sowohl bei Meinseln wurden desser Verbslebens als auch beim Stieren Nauschelen Imru Hesten verstuert wurden, was nach dem Grundgesetz eigentlichen Salsagri, Durban des Finanzef, das H. die Deutsch gerecht. Steuerfrigen hat sich in mehreren Teilen mit o dieser Problematik befasst. Ein generell systematische Doppelbestuung wurde bislang nicht festgestellt, aber die Richter haben Klärberechnungsmaßbot entwickelt, nach denen in bestimmten Einzelfällen seinen als Doppelbestuung vorliegen kann, insbesondere bei Menschen mit hohen freiwilligen Beiträgen oder bestimmten Erwerbsbiografien. Aus diesem Grund empfehlen manch Steuerberater ihren Mandanten, vorsorglich Einsprach gegen den eigenen Steuerbescheid einzulegen, sich die Möglichkeit offen zu halten, von einer möglicherweise Rechtsprechung zu profitieren. Das Bundesverfassung hat entsprechend Verfassungsbeschwerde bislang nicht zur Entscheidung angenommen, die juristische Debatte ist also noch nicht abgeschlossen und es lohnt sich, diese Entwicklung einmal zu behalten, wenn sie selbst betroffen sein könnten. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch kurz mit ein paar Missverständnissen aufräumen, die mir in Kommentaren und Gesprächen immer wieder beginnen. Ein weitverbreiter Irrglaube ist, man einen Antrag stellen, von der Erhöhung zu profitieren. Das ist schlicht falsch, die Anpassung erfolgt vollautomatisch. Jeder Rund ganz gleich, ob jemand seit einem Jahr oder seit 20 Jahren Rund besitzt. Ein zweites Missverständnis betrifft die Frage, ob die Erhöhung die Monat vor Juli gilt, das tut sie nicht, die neue hier Rund wird erstmals den Monat Juli gesellt, je nach individuelle Marschallungstimmen also entweder en Juni oder en Juli, abging davon, wann genau die eigen Rund begonnen hat. Ein drittes Missverständnis ist die Annahme, alle Rentnerinnen und Rentner bekommen exakt denselben Eurobetrag mehr, auch das stimmt nicht, die Erhöhung erfolgt prozentual. Also ein hier brute Rente besitzt, bekommt in absoluten Zahlen noch einen größeren Zuwachs, während jemand mit einer kleineren Rund 10% weniger dazu bekommt, prozentual aber genauso stark profitiert und schließlich rennen manch Menschen, das in einzelnen europäischen Nachbarländern die Renten noch stärker gestiegen seien und fragen sich, ob Deutschland wirklich zu kurz kommt. Ein direkter Vergleich ist hier allerdings schwierig, denn jedes Land hat ein eigenes Rentensystem mit eigenen Finanzierungsmitteln, eigenen Beitrags- und eigenen steuerlichen Regeln. Ein Blick allein auf die prozentzahlderlichen Anpassung sagt dar wenig. Die tatsächliche Kaufkraft im jeweiligen Land aus. Kommen wir nach Heimo. Zur eigentlich guten Nachricht, denn die soll heute klar im Vordergrund stehen, die Rentenpassbessung 2026 ist aus mehreren. Besonders bemerkenswert, erstens liegt die Erhöhung von 424% deutlich. Dem was in vielen Jahren war und sie kommt nach mehreren Jahren, in denen die Kaufkraft vieler Rentnerinnen und Rentner durch hohe Inflation unter Druck geraten war. Zweitens profitieren wirklich alle gesetzlichen Renten gleichermaßen, unabhängig davon, ob es sich ein klassisch Altersrente, einer Erwerbsminderung oder rein hinterbleibenden handelt. Drittens ist die Anpassung erstmals seit der vollständigen Angleichung der Rentenwert zwischen Ost und West. Wieder ein Beispiel. Wie ein bundesinhaltliches, transparent System funktionieren kann, unregional Sonderregelungen, die Vielverwahrung gesorgt haben, und viertens sich die neue Haltlinie bis zum Jahr 2031, dass die Politik zumindest mittelfristig versagt, das Rentenniveau stabil zu halten, auch wenn die langfristige Finanzierbarkeit des gesamten Systems angesichts des demografischen Wandels weiterhin ein der politischen Baustellen unsererseits bleibt. Denn machen wir uns nichts vor, das deutsche Rentensystem steht vor enormen strukturellen Herausforderungen. Immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter, während gleichzeitig dies Alderjung an Beitragsschüler nicht im gleichen Tempo west. Dieses Ungleichgewicht abzufedern, wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen, von der schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Die und mehrfach Ausweitung der Frauen, die keine Grundgesicherung haben, bis hin zu politischen Debatten. Einsätzlich kapitalgerechte Altersvorsorge, die neben dem klassischen Umlagesystem stehen soll, all dies Maßnahmen sind Ausdruck davon, dass sich das System permanent weiterentwickelt und dass die heutige Rentenerhöhung zwar ein echter Grund sehr früh ist, aber kein Freibrief. Sich und die langfristige Absicherung der eigenen Altersvorsorge komplett dem Staat zu
Die Haltelinie von 48%, die jetzt bis 2031 gilt, ist dabei ein politischer Kompromiss und kein Dauer auf die Garantie in Stein gemeißelt. Was nach 2031 passiert, ist bislang offen und wird mit-Sicherheit nicht Gegenstand intensiver politischer Debatten werden, gerade weil die Zahl der Siebzigergen in Deutschland in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, während gleichzeitig ganz geberten stark Jarnj nach und nach in den Ruhestand wechseln. Das im Hinterkopf belt Verstitage, war einsustlich privat oder betrieblich Altersvorsorge. Viele Menschen weiterhin involviert, selbst wenn die gesetzlich Rente in guten Jahren wie diesem steht. Was sollten Sie also ganz konkret tun, wenn Sie selbst Rentnerin oder Rentner sind oder in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen? Sonst einmal freuen Sie sich. Dieser Hang, sie ist real, sie ist rechtlich abgesichert und sie wird automatisch von der deutschen Rentenversicherung bernet und ausgezahlt. Sie keinen Antrag stellen und kein Formular. Trotzdem sollten Sie in den kommenden Wochen aufmerksam Ihren Rentenbescheid beziehungsweise die entsprechende Mitteilung der deutschen Rentenversicherung. Sobald Sie diese erhalten, deren Stetgeno wie Ihr neue monatlich Rente bei Juli ausfüllt und welcher Betrag sich konkret verändert hat, vergleichen Sie diese sollen sorgfältig mit Ihren Bescherigen. Denn auch in einer gut organisierten Verwaltung passieren gelegentlich Fälle, und ein Fälle zu Ihren Ungunsten, der nicht rechtzeitig aufläuft, kann dazu, dass Sie Monat hinweg weniger erhalten, als Ihnen eigentlich zustet. Wenn Sie selbst herausfinden möchten, wie stark sich Ihr eigen Rund durch die Anpassung verändert, ist das keine Wissenschaft. Nehmen Sie einfach Ihr aktuell monatlich Bruttorente und multiplizieren Sie diesen Betrag mit 00424, das entspricht den 424%. Das Ergebnis ist der monatlich Zuwachs in Euro, den Sie zu Ihrer bisherigen Bruttorente addieren nennen, Ihr neue Bruttorente ab Juli zu erhalten. Beispielsweise ein Bruttorente von 1,6 Euro besitzt, kann mit einem Plus von ungefähr 68 Euros rechnen, bei 2,0 Euros Bruttorente sind dies etwa 85 Euros mehr und bei 2,5 Euros Bruttorente liegt der Zuwachs bei rund 106 Euros, dies faustregelt in Anschauung ein realistisches, was Sie erwarten. Nach der offizielle Bescheid der deutschen Rentenversicherung bei in einem Briefkasten liegt, bietet an Sie dabei, dass es sich Bruttobett handelt, der tatsächlich Nettoauswachs auf Ihrem Konto fortwährend der besprochenen Kranken, Pflege und gegebenenfalls etwas geringer aus, wenn Sie eben Ihre gesetzlichen Rund weiter haben oder wenn Sie unsicher sind, ob der Hang Auswirkungen auf Ihr Steuerpflicht hat, sehen Sie nicht, sich professional zu holen. Ein Steuerberater oder Einlandssteuerrifian kann innerhalb kürzers einschätzen, ob Sie ein Steuererklärung abgeben sollten, welch Freibetrag im konkreten Fall greifen und ob möglicherweise sogar ein Doppelbestätigung vorliegt, gegen die sich Vorsorgen lohnt, auch die deutsche Rentenversicherung. Selbst bietet in ganz Deutschland kostenlos Beratungsstellen und ist telefonisch erreichbar. Dieses Angebot sollten Sie unbedingt nutzen, wenn Fragen offen bleiben, denn niemand muss sich in diesem komplexen System allein zurechtfinden.